Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Dieses Mal gibt es wieder ein Figuren-Update, allerdings geht es diesmal nur um eine einzige Figur, die ich näher beleuchten werde, denn ich werde diese Figur auch auspacken. Ja, ihr habt richtig gehört, ich packe diese Figur aus und schaue mir die Figur mit euch zusammen an. Welche es sein wird, das seht ihr jetzt, also starten wir durch. Ja Leute, genau so ist der Plan. Ich packe eine Figur in diesem Video aus, schaue mir die haargenau mit euch zusammen an und am Ende des Videos beantworte ich wieder eine Frage der Community. So der Ablauf und ja, wie gesagt, ihr habt es richtig gehört, ich packe eine Figur aus. Normalerweise, wenn ich original verpackte Figuren bekomme, wisst ihr es von meinen Videos, lasse ich die auch gerne original verpackt, weil ich sie halt einfach so toll finde, wie sie ja in der Verpackung stehen, und alte Figuren schon auspacken geht gar nicht bei mir, ja, aber hier handelt es sich um eine neue Figur und eine, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, Super 7 Figur. Super 7 war ich ja nie so der Fan von, aber die habe ich gesehen und ja, ich konnte nicht anders, ich musste sie mir holen und ich bin ja sowas von begeistert. Ich habe mir, hier ist der Shipper, der Umkarton, eine Conan der Barbar Figur geholt, und zwar Conan Warpaint von Super 7, Super 7 Ultimates oder Ultimate Figuren. Da gibt es ja einige Reihen von Conan, gibt es sogar schon 4 Waves, also 4 Reihen mit, glaube ich, 4 oder 5 Figuren jeweils. Ja, die 5. ist auch schon angekündigt, dazu später mehr. Und den guten hier möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Ja, und das Ganze machen wir jetzt einfach mal ganz relativ einfach. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier vielleicht ein bisschen jetzt staune oder so. Das sind meine ersten Gedanken, mein erstes Feedback zu der Figur. Ja, ich habe bisher nur Bilder gesehen. Und das erste muss ich sagen, er sitzt ganz schön fest in der Packung drin. Und der ist nochmal in Folie eingepackt. Und allein der Umkarton ist schon der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Leute, guckt euch das mal an. Ich blende natürlich wie immer Detailbilder ein. Ja, aber allein diese Verpackung hier, weiß nicht, ob man das halt sieht, ob das nicht so spiegelt. Ja, ich finde es einfach der Hammer. Ja, Conan the Barbarian, Warpaint Conan, und hinten drauf auch nochmal die, das Schwert, das Conan-Schwert hier hinten. Die Verpackung ist ja in Schuppenstruktur, also wie eine Schlange. Ja, das ist ja das Hauptthema in Conan der Barbar. Und das Logo von Conan ist so ein bisschen eingeprägt. Ja, man kann drüber fahren, man fühlt es. Es ist sehr glatt und der Rest der Verpackung, wie gesagt, ist in einem Schuppenmuster, in einem Schlangenmuster. Ja, finde ich total klasse. Und ich kann die Figur jetzt hier auspacken, hochschieben das Ganze, und das mache ich jetzt mal. Und ihr seht die jetzt als erste, bevor ich sie mir angucken kann, live in Farbe. Den tun wir mal weg. Und ja, was sagt ihr dazu? Hinten drauf sehe ich schon mal, ist eine kleine Beschreibung zu der Figur drauf. Ja, und jetzt drehe ich sie auch mal rum und denke mir, was ein Brecher. Wie geil ist diese Figur hier, ja. Es hat mich ein bisschen am Anfang gestört, dass die Bauchmuskeln so ein bisschen, die Artikulationspunkte der Bauchmuskeln halt ein bisschen komisch, so altbacken gemacht sind, aber so im Großen und Ganzen überzeugt mich die Figur so dermaßen. Ich habe das Schwert, ich habe die Schwertscheide dabei, ich habe einen Wechselkopf dabei, ja, und ich weiß gar nicht, ob ich Wechselhände dabei habe, aber das Ganze kann man auch hier oben einfach aufmachen, auftrennen. Das werde ich jetzt tun. Ja, und dann schauen wir uns die Figur im Detail an. Ja Leute, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich bin jetzt für euch in die Knie gegangen. Also ich knie jetzt quasi vor euch, um euch diese Figur hier, diesen Conan, zu zeigen, denn ich habe ihn jetzt ausgepackt. Damit wollte ich euch jetzt nicht belästigen, sondern habe einen kurzen Cut gemacht. War auch etwas schwieriger, die Figur selbst aus dieser Blisterverpackung rauszubekommen. Hier nochmal ganz kurz, sehr schön die Verpackung, der Hintergrund, nochmal wie so ein Flammenmeer, ja, wo ich Conan halt auch reinstellen kann. Ist mir gar nicht so aufgefallen am Anfang. Die Rückseite nochmal ganz kurz, nochmal eine kurze Beschreibung, ja, über die Szene, wo ja, Conan
angemalt rumläuft, nenne ich es einfach mal. Aber den Karton tun wir jetzt auch erstmal weg, denn es geht ja um die Figur. Und zwar habe ich einmal Conan selbst, ich habe einen Wechselkopf, ich habe 4 verschiedene Alternativhände, 2 Stück mit Fäusten, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, ja, 2 mit Fäusten, 2 Greifhände, ja, und die Hände natürlich, die er dran hat, sind einfach nur 2 offene Hände, das heißt, er ja, hat gerade die Pranken ausgefahren, hat einmal das Conan-Schwert dabei, welches vorne auch schon den einen oder anderen Gegner erledigt hat, also mit Blut gedrängt ist, und hat eine Schwertscheide dabei. Ja, auch die hier sehr schön ausgearbeitet, wie ich finde. Aber ich möchte mir jetzt erstmal die Figur mit euch zusammen angucken, und zwar Conan Warpaint, wie er in Thulsa Dooms Tempel eingedrungen ist mit den anderen zusammen, hat sich die Kriegsbemalung angelegt. Und was soll ich sagen, ich finde diese Figur richtig, richtig toll. Ich finde den einfach Wahnsinn. Ich drehe ihn jetzt hier mal so ein bisschen. Ja, von der Detailliertheit finde ich ihn toll. Von Arnolds Gesichtsausdruck, ich hoffe, man sieht das hier in der Kamera und es verschwimmt nicht so. Der Gesichtsausdruck ist total klasse. Dieser Kopf gefällt mir richtig, richtig gut. Er hat hier als dieses Amulett hat er umhängen. Er hat ein paar Blutspritzer hier zwischen der Bemalung auf der Brust. Ja, finde ich total klasse. Ja, die Arme kann er natürlich bewegen. Er kann die Schultern ausfahren. Ja, er kann die Schultern drehen. Er kann die Oberarme drehen. Ja, also ich kann etliche Posen machen. Er kann die Armbeugen und natürlich halt auch die Hände drehen, vor, zurück, rechts, links. Finde ich total klasse. Und so kann Arnold natürlich halt auch seine Muskelpose machen. Ja, finde ich total, total klasse. Dann, was haben wir hier? Den Oberkörper kann er nach vorne oder hinten beugen. Das ist das, was mir nicht so gefällt. Ja, die Brustmuskeln halt hier, dieses Balljoint nennt man es, glaube ich, was so in den Armen ist. Ja, aber hier, das sieht mir zu unrund aus. Das kann man mit Sicherheit besser machen. Ja, auch hinten sieht es nicht ganz so schön aus. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Figur ist toll. Die Hose, die er anhat, also dieser Lendenschurz, ist aus Gummi, ist weiches Gummi. Ja, finde ich auch sehr schön. Dann hat er eine Hose an, die Stiefel. Ja, ich kann die Beine, ich kann auch, ja, er kann sogar Spagat machen. Guckt mal hier. Ja, kann die Beine auch ein bisschen drehen. Ballerina-mäßig. Knie natürlich beugen, Füße drehen und ja, kippen vor, zurück. Geht auch. Finde ich total klasse. Finde ich total toll. Ja, dann gucken wir gerade mal, ob wir den Kopf hier abkriegen, ob wir den zweiten Kopf, da ist so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Geschrei. Da lässt er gerade einen Schrei los, Kopf. Ja, und den müsste man eigentlich einfach nur abziehen können. Guck mal da habe ich sogar den Anhänger, habe ich sogar einzeln. Den kann ich jetzt wieder drauf machen oder ich kann ihn weglassen. Und dann mache ich den Schreikopf drauf. Oh, das geht aber schwer. Das geht echt schwer, Leute. Oh, so, jetzt ist er drauf. Und der sieht auch richtig gut aus. Guckt mal hier. Der sieht auch richtig, richtig gut aus. Ja, und ich kann richtig schöne Posen mit ihm machen. Ja, der Kopf, ich kann den Kopf nicht wirklich drehen, das geht nicht. Ich kann ihn nicht wirklich hin und her drehen. Ich kann den Oberkörper halt noch drehen, das habe ich eben vergessen. Den Oberkörper natürlich noch drehen, rechts, links. Ja, die Arme, da machen wir gerade mal den einen ab und machen mal einen Greifarm dran, sodass er das Schwert auch halten kann. So, jetzt schreit er schon mal. Jetzt können wir ihm das Schwert anstecken. Mal gucken, wie das geht. Auch das geht schwer. Der Arm ist auch ein bisschen... Boah. Der ist ganz schön hartnäckig. Ja. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Die erste Figur, die ich mal so auspacke und euch präsentieren will. Und die sträubt sich so. Ach, so, jetzt haben wir es. So, und guckt mal hier, guckt mal dieses riesen Teil an, was er da in der Hand hat. Das Schwert wirkt eigentlich gar nicht so groß, erste Mal. Ja, finde ich einzeln, aber wenn er es in der Hand hat, ist das Wahnsinn. Ja, total klasse. Und was ich da für Posen mitmachen kann,
Ja, ich finde es einfach toll. Conan der Barbar. Ja, hier, da schneidet er sich gerade selbst. Finde ich total klasse. Ja, und wie gesagt, ich kann ihm jetzt noch die Fäuste anmachen. Ja, er kann zig verschiedene Posen, ja, sich jetzt aneignen hier. Guckt euch das mal an. Ich finde ihn einfach total klasse. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich mir diese Figur gekauft habe. Ich bin auch sehr froh, dass ich diese Figur ausgepackt habe, weil der wird in meinem Regal, in meinem Man Cave, in meinem Toy Room ausgestellt werden. Wie gesagt, ich hatte es ja schon im vorigen Video erwähnt, da baue ich ja gerade ein bisschen um und dann gibt es auch ein Roomtour-Video und ich werde die Verpackung auch so in den Hintergrund stellen und die Figur davor positionieren. Ich finde es total klasse. Ja, und ja, was soll ich sagen? Ich bin überzeugt, natürlich ist es viel, viel Geld. Ja, viel Geld. Also wie gesagt, ich habe ihn für knapp Mitte 50 Euro, meine ich, waren es, bekommen. Ja, das ist schon viel. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Preise, wie gesagt, auch das habe ich schon mal gesagt, nach oben schnellen. Ja, und ja, dann wird es wahrscheinlich bald auch im dreistelligen Bereich sein. Da muss man halt wissen, ob man das für so eine Figur ausgeben möchte. Das ist halt was mein Hobby total flasht. Ja, also Conan, also ein Film, Schwarzenegger, eine Actionfigur dazu, also alles, was in mein Hobby reinfällt. Ja, und ich habe gerade nochmal geguckt, hier die Schwertscheide, die hat hinten so ein Pin, wenn ihr das seht. Ja, und die kann ich dann, komm mal gucken, hier hinten da ist ein Loch bei dem Guten, in der Hose hat er ein Loch und da kann ich die Schwertscheide wahrscheinlich einklappen. Dann hängt die da so ein bisschen, dann kann man sie auch nach hinten machen, nach vorne machen, ja, nach hinten. Ja, dann hat er noch die Schwertscheide noch dran. Und mal gerade noch mal gucken. Ich versuche das Schwert jetzt wieder mal aus der Hand zu nehmen, ohne dass ich ihm die Hand abreiße, den Guten. So, das ging jetzt schon einfacher. Und ich probiere gerade mal, ob ich das Schwert auch in die Scheide packe, weil hier, wenn ihr das seht, hier ist auch ein Loch. Ja, da müsste das Schwert eigentlich reingehen. Ich hoffe mal nicht, dass die Farbe, das Blut, ist ja keine Farbe, ist ja Blut, Conan hat ja geschlachtet, dadurch abgeht, wenn ich das hier reinstecke. Ich gucke gerade mal, guckt mal hier, seht ihr das? Und, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht weiter, wenn es weitergeht. Also da wäre ich vorsichtig, wenn ihr diese Figur habt. Wenn ihr die haben solltet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich möchte das jetzt nicht weiter reinstecken, weil es geht nicht weiter. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich die Farbe abkratzen hier vorne. Ja, so ein ganz kleines bisschen ist es, glaube ich, schon ab, wenn es nicht schon war. Also das passt wohl nicht. Ja, ansonsten, es müsste eigentlich von der Größe her, guckt mal hier, das müsste ja bis dahin reingehen, dann müsste es eigentlich bis hier zu dem Griff, also das ganze Schwert, der Schwertsteg müsste eigentlich reinpassen. Ja, wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, habe ich noch hier diese zwei Faustfiguren. Da kann er euch auch nochmal hier die Faust geben. Ja, ansonsten, ich finde es richtig toll. Ich finde diesen Conan richtig klasse. Und jetzt seid ihr dran, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich versuche mal wieder aus meiner Position nach oben zu kommen. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Ja, Leute, also was soll ich sagen? Ich bin richtig geflasht. Schreibt ihr es auch nochmal in die Kommentare, was ihr zu dieser Figur sagt. Die ist nicht ganz günstig, ja, also so um die 60 Euro habe ich dafür bezahlt. Die gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die auch in den Preisen steigen wird. Es gibt eine weitere Figur, die ich auch schon in der Sammlung habe, die auch im gleichen Thema ist wie der Warpaint Conan. Die werde ich in einem anderen Video präsentieren. Wenn ihr Bock darauf habt, dann, wie gesagt, lasst es mich wissen. Kommentare. Und kurzer Ausblick, ich habe auch bei Super 7 direkt die neue Wave 5 vorbestellt, denn das ist die Battle of the Mouse Szenerie. 4 tolle Figuren, die blende ich euch jetzt nochmal ein. Und das Coole ist, wenn man sie bei Super 7 vorbestellt hat, das geht jetzt nicht mehr, die Vorbestellphase ist beendet, dann gab es noch ein Weapon Pack on top for free dabei. Ja, die Figur hat $55 gekostet. Ich glaube, das ganze Pack hat halt $220 gekostet. Da kommt natürlich dann noch Zoll, Einfuhrabgaben drauf etc. Aber ich glaube, günstiger kriegt man sie hier auch nicht, weil hier
ja, muss ich 80 € für die Figur locker bezahlen. Ja, vielleicht kriege ich sie halt mit bisschen Glück halt für 60 oder sowas. Das muss ich aber wirklich einen Schnapper machen. Und dann habe ich das Weapon Pack nicht dabei. Das wollte ich unbedingt dabei haben, weil das gab es exklusiv nur für die Vorbesteller. Und die Figuren sollen im Februar, glaube ich, Februar 24 rauskommen. Und dann werde ich die natürlich auch hier auf meinem Kanal vorstellen. So viel dazu. Jetzt kommen wir zur Frage, zur abschließenden Community-Frage, die ich mir notiert habe. Und dieses Mal kommt die Frage von Cat. Der Cat, also Katze, denke ich mal. Ja, und zwar möchte sie wissen, wie viel gibst du im Schnitt eigentlich im Monat für dein Hobby aus? Und das ist eine sehr, sehr schwere Frage, Leute. Kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe kein, ja, wie soll man sagen, kein Monatsbudget oder kein Monatslimit, was ich mir festgesetzt habe. Denn es kommt halt immer darauf an, was ich finde, sei es jetzt auf Flohmärkten zum Beispiel. Das kann mal ganz schnell eskalieren. Ich kann auf 5 Flohmärkten sein und nur 1 € ausgeben. Ich kann auf einem Flohmarkt sein und 50 € ausgeben, je nachdem, was man halt da findet. Und genauso halt auch, was halt, ja, so auf eBay und so weiter, was eventuell in den Community-Foren auf Facebook und so weiter angeboten wird, wenn ich da irgendwas sehe, was ich haben möchte. Wenn die Online-Shops, Z-Toys, Time for Action Toys, Strong Vision, wie auch immer sie alle heißen, Steinedorf, wenn da irgendwie was Schönes gepostet wird und sie irgendwelche Figuren reinbekommen, dann werde ich manchmal schwach halt, wie gesagt, ja. Es kann ein Monat sein, wo ich nur 5 € ausgebe. Es kann ein Monat sein, wo ich mal, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber 500 € ausgebe. Also die Spanne ist halt sehr, sehr groß. Es ist wirklich abhängig davon, was ich sehe, was ich finde. Weil ich habe das Geld natürlich auch nicht im Überfluss. Ja, ich muss auch hart arbeiten für mein Geld und habe natürlich auch noch die Lebensunterhaltskosten etc., Miete, Strom und so weiter. Ja, also ich komme gut zurecht, sagen wir mal so, wie das mit meinem Hobby läuft. Ja, ich bin keiner, der halt sein Geld am 1. des Monats fürs Hobby verprät und dann nur noch von Brot und Wasser leben muss. Ich teile mir das schon ein, aber einen genauen, ja, oder einen Schnitt generell, was mich mein Hobby kostet im Monat, kann ich so leider nicht sagen. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Frage einigermaßen beantworten konnte. Und Leute, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir unter retrorauner@outlook.de und es kann, wie gesagt, alles Mögliche sein. Ja, scheut euch nicht, haut's in die Tasten und schickt mir eine Mail und fragt mich was. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und dann sehen wir uns, wie gesagt, demnächst. Macht's gut, euer Retrorauner.